Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mit zu meinem Erfolg vom Wochenende. Ich bin in Dubai beim Ironman 70.3 gestartet und das Wochenende lief richtig gut. Anfangen muss ich vielleicht damit, dass ich erstmal von Philipp ordentlich überredet werden musste, nach Dubai zu fliegen, weil es für mich irgendwie viel zu früh in der Saison war und ich das Gefühl hatte, ich brauche noch wochenlang Training, um mich race-ready zu fühlen. Und Philipp war aber der Meinung, das Rennen liegt genau richtig und ich soll jetzt mal schauen, wie die Form so ist. Insofern habe ich mich dem Ganzen ergeben und bin mit ihm zusammen nach Dubai geflogen. Und alles lief auch erstmal ganz gut bis zu dem Moment, als mein Fahrrad nicht ankam. Mein Fahrrad ist irgendwo im Flughafen von Dubai verloren gegangen. Rückblickend war es scheinbar schon in dem Flieger, in dem wir gekommen sind, aber es ist dann leider nie rausgekommen. Wir haben dann fast 1,5, 2 Tage drauf gewartet. Normalerweise mache ich schon noch ein paar Einheiten natürlich auch auf dem Fahrrad, um irgendwie ein Gefühl für die Strecke, für das Klima, für mein Material zu bekommen. Das Ganze hat dann nicht stattgefunden und ich muss sagen, meine Aufregung, die wurde dadurch natürlich nicht weniger, sondern eher größer. Ich habe aber die ganze Zeit versucht, mir zu sagen, okay, akzeptiere es wird schon noch irgendwie kommen. Ihr müsst wissen, bei einem Ironman-Rennen muss man sein Equipment immer am Tag vor dem Rennen einchecken. Das heißt, ja, unser Zeitbudget war nicht mehr so groß. Also das Fahrrad kam dann wirklich am Tag vom Rennen, also am Tag, wo ich einchecken musste. Das heißt, ich konnte noch einmal damit fahren und dann musste ich es auch schon wieder abgeben. Kurzum, die Nerven waren extrem angespannt, aber das Fahrrad stand in der Wechselzone und ich konnte auf jeden Fall racen, weswegen ich ja gekommen war. Im Vorfeld hat noch eine Pressekonferenz stattgefunden, wo ich dann auch auf meine größte Konkurrentin von diesem Rennen, Daniela Ryf, getroffen habe. Es war super nett, aber ich habe auch gemerkt, so, okay, die ist schon ganz schön motiviert und ich habe echt das Gefühl gehabt, also auch so wie sie aussieht und wie sie spricht, die ist richtig fit und hat Bock, mir ordentlich einen einzuschenken. Darauf habe ich mich schon gefreut. Ich war zwar, wie gesagt, also sehr unsicher, wie meine Form so ist, aber ich habe jetzt auch mehrere Monate natürlich gut trainiert, bin gesund, fühle mich gut und ich hatte schon auch Bock, einfach mal zu testen, was eben jetzt einfach gerade aktuell so geht. Dann war auch schon Rennmorgen, Samstag. Es war ein super schöner Morgen, das Wasser ganz ruhig und sah perfekt aus. Und ich habe mir vorgenommen, heute möchte ich mal was riskieren, ich möchte was ausprobieren. Deswegen bin ich nach Dubai gekommen. Und das habe ich dann direkt in der ersten Disziplin mal gestartet, diesen Versuch. Ich habe versucht, an Danielas Füßen dran zu bleiben und es ist mir gelungen. Und das ist wirklich ein Riesenerfolg, den ich mir, glaube ich, über die Wintermonate jetzt erarbeitet habe, dass ich wirklich sehr hart am Schwimmen gearbeitet habe. Vor allem eben auch an den Füßen von jemandem dran zu bleiben. Ihr habt es in vorherigen Videos gesehen und ich glaube, das hat sich jetzt ausgezahlt. Das freut mich extrem und hoffentlich gibt mir das jetzt eben auch noch weiter Aufwind dann Richtung der Ironman WM, die ja dann schon im Mai stattfindet. Ein Rennszenario, auf das ich im Vorfeld mit Philipp jetzt nicht so richtig vorbereitet war, dass ich als Erste die Wechselzone verlasse und als Erste auf der Radstrecke bin. Das hat mich kurzfristig so ein bisschen überfordert, aber gleichzeitig natürlich auch beflügelt, weil ich wusste, okay, jetzt gibt es eigentlich nur ein Gas und das ist Vollgas. Und das habe ich dann auch versucht. Gaspedal durchgetreten, Kopf runtergenommen, so aero wie möglich auf der doch ziemlich flachen Strecke in Dubai. Und dann bin ich erstmal losgerauscht und muss sagen, ich habe mich richtig gut gefühlt. Das war natürlich eine positive Überraschung. Ich war sehr am Zweifeln, ob ich genügend Zeitfahrtraining vorher gemacht habe, aber ich glaube, die Rolleneinheiten, die ihr in den anderen Videos gesehen habt, die ich eben Indoor gemacht habe, die haben sich ausgezahlt. Und dann ging es in Highspeed, kann man sagen, über die 90 Kilometer. Daniela Ryf hat mich dann, ich glaube, so nach 20 ungefähr eingeholt. Ich glaube, ich hatte mir etwas Vorsprung beim Wechseln erarbeitet. Und dann ging es zu zweit eigentlich über die 90 Kilometer. Ich musste ganz schön ordentlich arbeiten. Ich meine, sie ist die stärkste Radfahrerin, die wir haben im Triathlon und ich habe
allerdings auch mein Glück nicht fassen können, endlich mal in der Situation zu sein, mit ihr zusammen Rad zu fahren. Deswegen habe ich einfach irgendwann auch mein Wattmesser ignoriert und einfach mal draufgehalten. Ich habe schon gemerkt, so über die 90 Kilometer, die Beine werden immer schwerer und es wird schon ein interessantes Laufen. Habe natürlich gehofft, dass sie genauso wie ich auch investieren muss. Und dann sind wir zusammen vom Rad gestiegen und das ist ja immer so der erste Formcheck dann von den Beinen. Wie fühlen die sich an? Ich habe schon gemerkt, oh, das wird nicht mehr so rund jetzt, das Laufen. Dann kam von Paul Kay, den Rennkommentator, so ein Kommentar: "Here you see two very different body languages", als wir beide losgelaufen sind. Also, dass unsere Körpersprache extrem unterschiedlich aussieht. Ich war so auf mich selbst fokussiert, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, wie Daniela sich bewegt. Mein Gehirn hat dann angefangen: oh Gott, bei mir sieht es schlecht aus, bei ihr sieht es gut aus. Das hat mich dann echt noch ein paar Kilometer begleitet, aber nichtsdestotrotz, ich wusste, meine Chance liegt jetzt hier im Lauf, das Ding irgendwie für mich zu drehen. Dementsprechend bin ich schnell angelaufen. Es hat sich furchtbar angefühlt, also wirklich Betonbeine auf Betonboden. Und ja, es war wenig Leichtigkeit zu spüren. Trotzdem konnte ich zum Glück recht schnell eine Lücke aufreißen. Und das war natürlich zusätzliche Motivation dann für mich, einfach da dran zu bleiben, einen Schritt vor den anderen. Es hat mir natürlich gezeigt, dass sie eben auch was investieren musste und jetzt nicht irgendwie die besten Laufbeine hat. Von daher war voller Fokus dann, das Ding durchzubringen. Und das habe ich geschafft. Ich bin mega stolz, dass ich ja so einen tollen Saisonauftakt hatte und am Ende dann im Ziel mit so einer krassen Zeit überrascht wurde. Ich habe für die Mitteldistanz 3 Stunden 53 gebraucht. Das ist für mich absolute persönliche Bestzeit und die schnellste Zeit auf dieser Strecke. Und ja, da bin ich natürlich mega happy drüber, mega stolz. Ich bedanke mich bei Philipp, der mich zu dem Rennen überredet hat und irgendwie scheinbar vermutet hat, dass meine Form schon ganz gut ist. Und ich versuche jetzt eben wirklich den Rückenwind mitzunehmen in die nächsten kommenden Wochen, die nochmal ganz konkret Vorbereitungen auf die Ironman-WM sind. Ich werde die Vorbereitung in der Höhe in St. Moritz machen und so viel sei schon mal vorab gesagt. Ich werde auch Skier mitnehmen, also es wird spannend. Das nächste Video wird dann auch direkt aus den Bergen kommen. Das heißt, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr dieses Video direkt sehen wollt. Und wenn euch hier diese kleine Impression aus Dubai gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß beim Video.